Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Maiandacht. Unser Thema für die Maiandacht ist Maria, erfüllt von der Freude über die Auferstehung Jesu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Jesus war von den Toten auferstanden. Maria freute sich darüber. Sie war nach der Auferstehung zusammen mit Petrus und Johannes, mit Maria von Magdala und mit den anderen Aposteln und Jüngern. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu bestätigte ihr, was sie im Innersten ihres Herzens gehofft und geglaubt hatte. Sie teilte die Freude der Apostel. Mit Maria freuen auch wir uns über Jesus, der als der auferstandene und erhöhte Herr in unserer Mitte weilt. Gott Vater im Himmel, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir preisen dich besonders für Maria, die du zur Mutter deines Sohnes erwählt hast. Sie ist unsere Fürsprecherin an deinem Thron. Mit ihr kommen wir voll Vertrauen zu dir. Zu dir, Vater, rufen wir mit Maria. Zu dir, Vater, rufen wir mit Maria. Gott Sohn, Erlöser der Welt, wir danken dir, dass du Maria zu deiner Mutter gemacht hast. Sie hat dir das Leben geschenkt. Sie hat das Wort Gottes gläubig gehört und befolgt. So ist sie unsere Mutter und unser Vorbild geworden. Durch dich, Christus, beten wir mit Maria. Durch dich, Christus, beten wir mit Maria. Gott, Heiliger Geist, du hast Maria mit der Kraft des Höchsten überschattet. So hat sie den Sohn Gottes zur Welt gebracht. Auch uns erfüllst du mit deiner Kraft, damit wir Christus sichtbar machen in dieser Welt. In dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria. In dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria. Meine Seele preist die Größe des Herrn.
Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Und sein Name ist heilig. Wir singen im Gotteslob Nummer 326, Strophe 1, 2 und 5. Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lasst uns erfreuen, das
Am Ostermorgen war der Apostel Johannes bei Petrus. Es war derselbe Apostel, dem der Herr vom Kreuz herab seine Mutter anvertraut hatte. Er hatte Maria zu sich genommen. Er teilte ihre mütterliche Sorge für alle, besonders aber für jene, denen Jesus eine wichtige Aufgabe zugedacht hatte. Vielleicht fragen wir uns, warum die Texte der Heiligen Schrift, die uns so vieles über das Ostererlebnis anderer berichten, über Maria, die Mutter Jesu, schweigen. Je mehr wir mit Maria unter dem Kreuz stehen, je mehr wir mit ihr die Stationen des Leidens und des Todes Jesu erleben, umso mehr werden wir ihr in der Osterfreude verbunden sein und durch den Glauben an die Auferstehung zu dem neuen Leben finden, das Jesus uns geschenkt hat. Gütiger Vater, wir danken dir für das Geschenk des Glaubens und die österliche Freude, die du Maria, der Mutter Jesu, den übrigen Frauen und den Aposteln geschenkt hast. Hilf uns, dass wir wie Johannes das Geheimnis der Auferstehung immer neu begreifen und uns gegenseitig helfen, auf dem Weg des Glaubens voranzuschreiten. Lass uns wie Maria von Magdala den Auferstandenen suchen und wie sie den Glauben und die Glaubensfreude anderen mitteilen. Schenke uns wie Maria, der Gottesmutter, einen demütigen, frohen und dankbaren Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Dein im Leben, dein im Tod, dein in Unglück, Angst und Not, dein in Kreuz und bitterem Leid, dein für Zeit und Ewigkeit. Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Mutter, auf dich hoff und baue ich. Mutter, zu dir ruf und seufze ich. Mutter, du Gütigste, steh mir bei. Mutter, du Mächtigste, schutz mir leid. O Mutter, so komm, hilf beten mir. O Mutter, so komm, hilf streiten mir. O Mutter, so komm, hilf leiden mir. O Mutter, so komm und bleib bei mir. Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste. Du willst mir ja helfen, o Gütigste. Du musst mir nun helfen, o Treueste. Du wirst mir auch helfen, Barmherzigste. O Mutter der Gnade, der Christen Hort, du Zuflucht der Sünder, des Heiles fort. Du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier, du Trost der Betrübten, ihr Schutzpanier. Wer hat je umsonst deine Hilf angefleht? Wann hast du vergessen ein kindlich Gebet? Drum ruf ich beharrlich in Kreuz und in Leid. Maria hilft immer, sie hilft jederzeit. Ich ruf voll Vertrauen in Leiden und Tod. Maria hilft immer in jeglicher Not. So glaub ich und lebe und sterbe darauf. Maria hilft mir in den Himmel hinauf. Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Amen. Wir beten die lautanische Litanei. Nummer 566. 566. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich unser. Heiliger, dreifaltiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heilige Mutter Gottes. Bitte für uns. Heilige Jungfrau. Bitte für uns. Mutter Christi. Bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit. Bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade. Bitte für uns. Mutter, du Reine. Bitte für uns. Mutter, du Keusche. Bitte für uns. Mutter ohne Makel. Bitte für uns. Mutter, du vielgeliebte. Bitte für uns. Mutter, so wunderbar. Bitte für uns. Mutter des guten Rates. Bitte für uns. Mutter der schönen Liebe. Bitte für uns. Mutter des Schöpfers. Bitte für uns. Mutter des Erlösers. Bitte für uns. Mutter der Kirche. Bitte für uns. Du kluge Jungfrau. Bitte für uns. Jungfrau von den Völkern gepriesen. Bitte für uns. Jungfrau, mächtig zu helfen. Bitte für uns. Jungfrau, voller Güte. Bitte für uns. Jungfrau, du Magd des Herrn. Bitte für uns. Du Spiegel der Gerechtigkeit. Bitte für uns.
du Sitz der Weisheit, bitte für uns. du Ursache unserer Freude, Bitte für uns. du Kelch des Geistes, Bitte für uns. du kostbarer Kelch, Bitte für uns. du Kelch der Hingabe, Bitte für uns. du geheimnisvolle Rose, Bitte für uns. du starker Turm Davids, Bitte für uns. du elfenbeinerner Turm, Bitte für uns. du goldenes Haus, Bitte für uns. du Bundeslade Gottes, Bitte für uns. du Pforte des Himmels, Bitte für uns. du Morgenstern, Bitte für uns. du Heil der Kranken, Bitte für uns. du Zuflucht der Sünder, Bitte für uns. du Trost der Betrübten, Bitte für uns. du Hilfe der Christen, Bitte für uns. du Königin der Engel, Bitte für uns. du Königin der Patriarchen, Bitte für uns. du Königin der Propheten, Bitte für uns. du Königin der Apostel, Bitte für uns. du Königin der Märtyrer, Bitte für uns. du Königin der Bekenner, Bitte für uns. du Königin der Jungfrauen, Bitte für uns. du Königin aller Heiligen, Bitte für uns. du Königin ohne Erbschuld empfangen, Bitte für uns. du Königin aufgenommen in den Himmel, Bitte für uns. du Königin vom heiligen Rosenkranz, Bitte für uns. du Königin der Familie, Bitte für uns. du Königin des Friedens, Bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache. Nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit, dereinst aber gib uns die ewige Freude. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Jesu rufen wir zu dir und bringen unsere Sorgen und Ängste vor dich. Komm uns zur Hilfe, nun, da sich das Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile diejenigen, die erkrankt sind. Beschütze ihre Familien, ihre Angehörigen und Freunde vor Ansteckung. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und ermutige alle, die weltweit im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten. Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäusern, alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Sende deinen Geist den Forschenden, die an der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und an der Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach handeln. Halte die Ausbreitung von gefährlichen Falschinformationen und Gerüchten zurück. Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass alle Menschen auf der Erde Heil und Heilung erfahren. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken, damit es gelingt, die Ausbreitung des Virus einzuschränken und zum Erliegen zu bringen. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib Hoffnung und Zuversicht den Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht ist. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, unser gewohntes Zusammenleben hat sich verändert. Hilf du uns, unsere neue Lebenssituation zu meistern. Wir danken mit Maria, danken wir dir und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll voller der Gnade, Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast den Aposteln, die mit der Mutter Jesu im Gebet versammelt waren, den Heiligen Geist gesandt. Höre auf die Fürsprache des seligen Jungfrau Maria. Mache auch uns bereit, die Gaben deines Geistes zu empfangen und deine Herrlichkeit in Wort und Tat zu verkünden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache des seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, es segne, behüte und begleite euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit. Amen.